Alles, was du in der Grammatik brauchst, sind 5 Funktionen. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute gibt's mal wieder einen Satz heiße Grammatikohren. Wenn du die deutsche Grammatik und die Logik dahinter verstehen willst, dann brauchst du die 5 Funktionen: Prädikat, Subjekt, Objekt, Adverbial und Attribut. Die ersten 3 habe ich dir schon in den letzten Videos erklärt. Heute schauen wir uns Adverbiale an. Vielleicht kennst du den Begriff Tekamolo. Aber nochmal von vorne. Ein Satz besteht immer aus Informationen. Und die bekommst du immer durch Fragen. Wer, was, wo, wann, mit wem und so weiter. Hier direkt eine Frage an dich. Ist das ein Satz? Er geht? Wenn du schon einen bestimmten Kontext hast, dann ja. Aber du siehst hier nur 2 Wörter ohne eine Situation dazu. Also ist das eigentlich kein richtiger Satz, oder? Was fragst du dich? Wohin geht er? Er geht in den Supermarkt. Was ist in den Supermarkt? Das ist ein Adverbial. Und es steht im Akkusativ. Dazu aber gleich mehr. Warum ist es kein Objekt? Erinnere dich an das letzte Video. Weil man nach dem Akkusativ immer und nur wen oder was fragt. Aber hier fragen wir ja wohin. Wenn du Fragen wie wo, wohin, woher, wann, wie lange, warum und so weiter stellst, dann handelt es sich immer um Adverbiale und nie um Objekte. Hier noch ein Beispiel. Ich stelle den Kuchen auf den Tisch. Prädikat stelle. Wer oder was stellt? Ich. Das ist das Subjekt. Wen oder was stelle ich? Den Kuchen. Akkusativobjekt. Und wohin stelle ich den Kuchen? Auf den Tisch. Adverbial im Akkusativ. Adverbiale beginnen ziemlich oft mit einer Präposition, sowie in, auf, mit und so weiter. Und deshalb brauchen sie einen bestimmten Kasus. Wenn es um Richtungen oder Bewegungen geht, braucht man normalerweise den Akkusativ. Also wohin? Er geht in den Supermarkt, in die Schule, ins Café und so weiter. Weitere Verben dieser Klasse sind fahren, fliegen, kommen oder ziehen. Nächste Frage. Ist das ein Satz? Er wohnt? Nein, nicht mal mit einem Kontext ergibt das Sinn. Welche Frage stellst du, damit der Satz komplett ist? Wo wohnt er? Er wohnt in einem Haus, in der Stadt oder auf dem Land. Was siehst du? Diese Adverbiale stehen im Dativ, denn wenn man über Ortsangaben oder Positionen spricht und auf die Frage wo antwortet, braucht man normalerweise den Dativ. Das gilt auch für die Verben bleiben, sein oder sich befinden. Damit du alles im Überblick hast und noch weitere Themen üben kannst, habe ich ein kostenloses Lernpaket für dich gemacht. Du findest es über den Link in der Beschreibung unter diesem Video. Also, heute lernst du nicht nur, was Adverbiale sind, sondern auch, wo im Satz sie stehen müssen. Übrigens, bei einem Adverb handelt es sich um eine Wortart. Heute, dort, gerne, aber ein Adverbial ist eine ganze Aufgabe im Satz. Ich stehe um 7 Uhr in der Früh auf. Wann stehe ich auf? Das Adverbial der Zeit ist hier um 7 Uhr in der Früh. Das besteht aus 6 Wörtern, alle mit ihrer eigenen Wortart. Um ist eine Präposition, Uhr ist ein Nomen, der ein Artikel und so weiter. Wenn ich aber sage, ich stehe früh auf, dann besteht das Adverbial nur aus einem Wort, früh. Und welche Wortart ist das? Ein Adverb. Also, Adverb ist eine Wortart und Adverbial ist eine Aufgabe im Satz, die auch ein Adverb enthalten kann.
Es gibt 4 Adverbiale, daher die Bezeichnung te-ka-mo-lo. Temporaladverbiale antworten auf Fragen wie wann, wie lange, wie oft, also auf alles, was mit Zeit zu tun hat. Kausaladverbiale hingegen antworten auf die Fragen warum oder wozu. Modaladverbiale geben die Art und Weise von etwas an. Man fragt wie oder mit wem, womit. Und zum Schluss Lokaladverbiale. Sie erfragt man mit wo, wohin und woher. Sie können also nicht nur eine Position angeben, sondern auch eine Richtung. Das habe ich dir am Anfang des Videos schon kurz erklärt. Es ist ziemlich selten, dass man in einem Satz alle 4 Informationen findet, aber es ist möglich. Hier ein Beispiel. Die Ärzte arbeiten diese Woche wegen mehrerer Operationen unermüdlich im Krankenhaus. Wann arbeiten sie? Diese Woche. Warum arbeiten sie? Wegen mehrerer Operationen. Wie arbeiten sie? Unermüdlich. Und wo arbeiten sie? Im Krankenhaus. Der Vollständigkeit halber erfragen wir noch das Subjekt. Wer arbeitet? Die Ärzte. Natürlich auch das restliche Personal im Krankenhaus. Du siehst jetzt ganz klar die verschiedenen Satzteile, quasi die Bausteine des Satzes, ähnlich wie Lego. Man nennt diese Satzteile Phrasen. Sie haben kein Verb und sind deshalb keine Sätze. Du siehst, dass zum Beispiel das Kausaladverbial wegen mehrerer Operationen im Genitiv steht. Warum ist das so? Weil wegen einen Genitiv braucht. Und warum steht im Krankenhaus im Dativ? Weil die Präposition in als Ortsangabe ohne Bewegung einen Dativ braucht. Also wo Dativ. Das heißt, dass nicht nur manche Verben einen Akkusativ, Dativ und so weiter brauchen, zum Beispiel für Objekte, sondern auch Adverbiale. Und der Grund dafür sind die Präpositionen. Diese kleinen Wörter haben so viel Kraft und das ist für Deutschlerner oft ein großes Problem. Deshalb will ich, dass du die gesamte Struktur von Sätzen verstehst, denn dann ist es viel logischer für dich. Aber zurück zum Satz. Wir haben in der Struktur eine bestimmte Reihenfolge, nämlich te, ka, mo, lo. Temporal, Kausal, Modal, Lokal. Meistens gibt es aber nicht alle 4 Informationen, sondern vielleicht nur 1, 2 oder auch mal 3. Hier noch mehr Beispiele. Alex und Kim fliegen in den Ferien mit dem Flugzeug in den Süden. Prädikat fliegen. Wer fliegt? Alex und Kim. Sie sind das Subjekt. Wann fliegen sie? In den Ferien. Temporal. Womit fliegen sie? Mit dem Flugzeug. Modal. Wohin fliegen sie? In den Süden. Lokal. Es gibt hier 3 Adverbiale, also 3 Phrasen mit unterschiedlichem Kasus. In den Ferien ist Dativ, das ist typisch für die Frage wann. Das Modaladverbial steht auch im Dativ, wegen der Präposition mit, die braucht ja immer den Dativ. Und wie du weißt, braucht wohin den Akkusativ, daher in den Süden. Was passiert, wenn wir eine Information streichen? Max und Lisa fahren in den Ferien mit dem Wohnwagen. Ist das ein Satz? Er klingt nicht ganz korrekt oder komplett, denn wir brauchen doch eine Ortsangabe. Also entweder Max und Lisa fahren in den Ferien an die Ostsee oder Max und Lisa fahren mit dem Wohnwagen an die Ostsee. Auch wenn man weniger Informationen gibt, bleibt die Reihenfolge te, ka, mo, lo gleich. Hier noch ein Beispiel. Herr Müller bleibt heute aus Krankheitsgründen zu Hause im Bett. Prädikat bleibt. Wer bleibt heute zu Hause im Bett? Herr Müller. Er ist das Subjekt. Wann bleibt er zu Hause im Bett? Heute. Warum bleibt er zu Hause im Bett? Aus Krankheitsgründen. Wo bleibt er heute? Zu Hause im Bett. Auch hier gilt,
Wenn du Informationen aus dem Satz wegnimmst, bleibt die Reihenfolge der Adverbiale gleich. Herr Müller bleibt aus Krankheitsgründen zu Hause im Bett. Herr Müller bleibt heute zu Hause im Bett. Natürlich gibt es auch Sätze mit Objekten und Adverbialen. Die Chefin hat ihrer Mitarbeiterin gestern in der Pause ein Kompliment für ihre Arbeit gemacht. Es gibt eine Tendenz, dass Dativobjekte am Anfang der Mitte stehen, also nach dem Verb, und Akkusativobjekte am Ende. Dazwischen stehen dann Adverbiale. Aber Achtung, auch wenn das eine Regel ist, gilt sie nicht immer zu 100%, so ist das leider bei den meisten Grammatikregeln. Man kann die Reihenfolge ändern, wenn man Informationen besonders betonen möchte. Der Minister hat sich mit seinem neuen Assistenten im Parlament getroffen. Der Minister hat sich im Parlament mit seinem neuen Assistenten getroffen. In Satz 1 haben wir die klassische Reihenfolge Modal und Lokal. Die neue Information ist hier, dass sie sich im Parlament getroffen haben. Aber in Satz 2 ist die neue Information, dass er sich mit seinem neuen Assistenten im Parlament getroffen hat. Und weil neue Information ans Satzende gehört, wurden hier die Positionen getauscht. Aber der Satz ist trotzdem noch korrekt. Was sagt dir das jetzt? Regeln sind schön und gut, damit du dich orientieren kannst, aber das wirkliche Verständnis für die Sprache bekommst du vor allem, wenn du sehr viel liest, hörst und natürlich selbst die Sprache produzierst. Und das war's auch schon wieder für heute. Du hast nun schon 4 von 5 Funktionen gelernt. Den krönenden Abschluss gibt's dann im nächsten Video. Und vergiss nicht, dir das kostenlose Lernpaket über den Link unter diesem Video zu holen. Ich sag Tschüss, bis dahin, deine Julia.